Energieverbrauch. Quasi seit Anbeginn der Unterhaltungselektronik ein ewiges, aber gerade in der heutigen Zeit auch unglaublich wichtiges Thema. Schon bei der Entwicklung unserer Musiksysteme achten unsere Ingenieure penibel darauf, dass beispielsweise die Grenzwerte für den Standby-Betrieb unbedingt eingehalten werden. Aber auch darüber hinaus haben wir in unserer neuen Produktgeneration einige Funktionen verbaut, die den Energieverbrauch noch weiter reduzieren können. Welche das sind und wie diese funktionieren, darum geht es hier heute in diesem Video. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sonoro Produkttutorial. Fangen wir mit dem vielleicht naheliegendsten Thema an, der Lautstärke. Je lauter ich mein Musiksystem einstelle, desto mehr Strom wird natürlich auch verbraucht. Wenn ich also verbrauchsbewusst unterwegs sein möchte, dann kann es eine Option sein, in den nicht ganz so aktiven Hörsituationen einfach ein wenig leiser zu hören. Damit eure Lieblingssongs selbst bei geringer Lautstärke noch eindrucksvoll und voluminös klingen, gibt es die Möglichkeit, die Dynamic Bass-Funktion zu aktivieren. Wie diese und andere Klangeinstellungen beim Meisterstück funktionieren, dazu haben wir ein separates Video erstellt. Hinsichtlich Energieverbrauch und Datenrate oft diskutiert, Musikstreaming. Sowohl das Meisterstück als auch der Maestro Quantum bieten zahlreiche Optionen, verschiedene Streamingdienste direkt abzuspielen. Über den Menüpunkt Streaming Audioqualität kann ich für die Dienste Amazon Music, Napster, Qobuz und Tidal Connect einstellen, ob die Wiedergabequalität niedrig, normal, hoch oder Premium ausfallen soll. Auch über die Display-Einstellungen, die ich direkt am Gerät, über die Fernbedienung oder die Sonoro-App aufrufen kann, stehen mir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, die sich positiv auf den Energieverbrauch auswirken können. In der Standardeinstellung stellt sich die Displayhelligkeit automatisch anhand des Umgebungslichtes ein. Also heller oder dunkler, je nachdem, wie hell oder dunkel es eben gerade im Raum ist. Ich habe aber auch die Möglichkeit, für helle oder dunkle Umgebungen einen manuellen Wert einzugeben, der dann unabhängig von der aktuellen Raumhelligkeit gültig ist. Für den Betrieb im Standby-Modus kann ich mich außerdem entscheiden, ob das Display dauerhaft die aktuelle Uhrzeit anzeigen soll oder ob sich das Display nach einer bestimmten Zeit selbst ausschaltet. Mit dem sogenannten Sleep Timer kann ich manuell eine Zeit einstellen, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet. Wenn ich also beispielsweise zum Einschlafen noch Musik oder einen Podcast hören will und dann aber eben nicht nochmal aufstehen möchte, um das Gerät auszuschalten. In 5 Minuten Intervallen bis maximal 120 Minuten kann ich eine individuelle Zeit einstellen. Schalte ich das Gerät dann doch selbst aus, deaktiviert das auch automatisch den gerade aktiven Sleep Timer. Nutze ich beispielsweise unser Meisterstück oft für Hintergrundmusik und vergesse dann und wann, das beim Verlassen der Wohnung auszuschalten, dann kann die Aktivierung der automatischen Standby-Funktion hilfreich sein. Hier kann ich auswählen, ob sich das Meisterstück nach 2, 4, 8 oder 12 Stunden ausschaltet, wenn es zwischendurch nicht bedient wird. Wechsle ich jetzt den Sender oder ändere die Lautstärke, wird der Timer automatisch zurückgesetzt und beginnt von vorne. Eine ganz ähnliche Funktion gibt es auch für den Fall, dass das Meisterstück gerade nichts abspielt. Dafür stehen mir Zeitintervalle von 10, 15, 20 und 30 Minuten zur Verfügung. Über den Sleep Timer haben wir ja schon gesprochen. Das Meisterstück und den Maestro Quantum können wir aber auch richtig schlafen legen. Über den sogenannten Tiefschlafmodus versetze ich das Gerät in einen eben solchen. Funktionen wie der Wecker sind dann jedoch nicht mehr verfügbar. Und auch im Netzwerk kann ich das jeweilige Gerät nicht mehr auffinden, um es zum Beispiel über die App zu starten. Das liegt daran, dass im Tiefschlafmodus im Vergleich zum normalen Standby noch mehr Funktionen deaktiviert werden, um eben mehr Energie zu sparen. Beim Einschalten benötigt das jeweilige System dann auch ein bisschen mehr Zeit, aber wenn mir das Thema Energiesparsamkeit am Herzen liegt, dann ist das sicherlich zu verschmerzen. Und auf grandiosen Sound, da wartet man doch gerne mal einen Moment. Natürlich kann ich mein Sonoro-System auch jedes Mal komplett ausschalten, die Verbindung zum Internet nicht herstellen oder auf Funktionen wie beispielsweise Bluetooth verzichten. Das Schöne ist doch, so vielfältig wie die Abspielmöglichkeiten sind eben auch die Möglichkeiten, weniger Energie zu verbrauchen. Ich sage Tschüss und bis bald bei einem weiteren Sonoro Produkttutorial.